Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes. So, dann reden wir jetzt mal mit Lestrade. What should we do next, Holmes? Oh, das war der falsche. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Okay. Let us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Martin, Hamish und Montague trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Um 9:30. Wie funktioniert das denn jetzt? Muss ich das irgendwie mit Pfeiltasten? Oh. Ach so, ja, jetzt habe ich's verstanden. Moment. Kann ich das nochmal zurückspulen? Martin, Hamish und Montague trafen sich gegen 9:30 im Saathaus. Gegen 9:30. Albert trifft Montague und Martin im Saathaus. Okay. Aha. Um ca. 20:10 ging Hamish und Montague in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte Dun seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Hamish kehrte zurück ins Saathaus. Warte mal, um ca. 20:10. Um 20:10 gingen Hamish und Mr. Montague in den Hinterhof. Genau. Nach 10 Minuten setzte Dune seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Hamish kehrte zurück. 10 Minuten später. Okay. Uhr. Oh, verdammt.
Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Okay. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich Hamish und Albert im Seerosenhaus sah und sich zu ihnen gesellte. Bis 10:40 Uhr. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass Montague nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Albert sieht, wie Hamish vom Gespräch mit Miss White zurückkehrt. Warte mal. Hamish lief sofort zu Albert, als er das Montague nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Das war gegen 10:30. So. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Um 10:10 sah, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. 10:10. Dann heißt das hier. Morgen um 10:10. Albert sieht, wie Hamish vom Gespräch mit Miss White zurückkehrt. Das müsste doch passen, oder? Ja. Let Ja, us passt doch. summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Okay, verstehe. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Okay, jetzt muss ich also mich dazu entscheiden. Warte mal. Ich würde mir da gerne noch mal was anhören. Die Forschungsergebnisse also 310, ob da nicht ein Hinweis noch dabei ist, bis wann sie das gemacht hat. Warte mal, das steht hier ja gar nicht. I don't hear anything. Okay, egal. Miss Whites Studium. Okay. Miss White ist unerfahren. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, die korrekte Reaktion der tödlichen Pflanzen zu garantieren. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber Albert aber noch weniger eigentlich. Warte mal. Whites Wissen. Ich glaube dann Hamish Gelegenheit. Na warte mal, ich habe da wahrscheinlich noch mehr hier. Nee, verdammt. Was ich vermutlich kombinieren kann. Ach klar. Albert, kein Komplize. Martin Hamish und Albert Dunn sind keine Komplizen. Es ist unwahrscheinlich, dass Albert die Gelegenheit um 10 Minuten hätte auch nicht ausgereicht, um die Züge abzuschließen. Ja, das glaube ich auch. Und dann Miss White Zeitachse und Hamishs Zeitachse.
White hatte Zeit. Miss White hätte 20 Minuten. Das wäre genügend Zeit gewesen, um Montague Dunne einzusperren. Sie hätte die Tür abschließen und Martin Hamish Bescheid geben können, damit diese das Belüftungssystem aktivieren konnte. Irgendwas fehlt. Ach so. White ist eine Komplizin. Keine Gnade. Okay, warte mal. White ist eine Komplizin. Margaret White war Martin Hamishs Komplizin bei dem Mord an Montague Dunne. Ihre berufliche Ambitionen und ihre persönliche, gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung von Dunne gelitten. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen muss. Als Dunne sie fallen ließ, beging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hatte versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtet mit Dunnes Sohn Albert und trieb später Martin Hamish in den Selbstmord. Sie verdient den Tod am Galgen. Ja, denke ich auch. Mal gucken, ob das stimmt. Ich bin echt gespannt, ob ich recht habe. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Sieht doch bis jetzt schon mal ganz richtig aus, würde ich behaupten, oder? Jetzt bin ich aber gespannt. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Oh Gott. Scheiße. Nicht schon wieder so ein Quicktime-Event, aber ich habe auf jeden Fall das richtige Ende. Ah! Komm schon, lade. Lass es mich hinter mich bringen. Weh. Oh, Alter. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer.
Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Ich muss aber... Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Watson, tu etwas. Ah, sehr schön. Das war ja einfach. Erstaunlich einfach. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Kommt die nicht jetzt eh an den Galgen? Okay, auf jeden Fall war das schon mal richtig. Und ich habe 22 von 22 gefundenen Hinweisen. Okay, dann Entscheidung bestätigen. Oh, Spieler mit derselben Lösung des Falls 19%. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 76%. Persönlichkeitseinstufung unparteiisch. Schüsse bei Mondlicht. Alter Herrgefalter. Das klingt ja spannend. Aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier Schluss. Ich habe wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken, wann ich angefangen habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Das werde ich ja dann gleich sehen. Ich wollte auf jeden Fall den Fall jetzt zu Ende machen. Und das hier fangen wir dann einfach beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.